Hallo und willkommen zu dem Video. In diesem Video möchte ich mal bei Canon Pixma Druckern diese Fehlermeldung B200 zeigen, woher die kommt, was das ist, was man da machen kann und ob man überhaupt was machen kann. Bei der Fehlermeldung B200 blinkt dieses orangene Licht hier 10-mal hintereinander, dann gibt es eine Pause und dann geht es wieder von vorne los und ansonsten macht der Drucker auch nicht viel, eigentlich gar nichts. Wenn man hier versucht, was auszudrucken, kriegt man in Windows auch dieses Fenster angezeigt von Canon, von dem Druckertreiber. Steht jetzt hier drin Fehlernummer B200 und man hat hier den Drucker abgebildet, roter Hintergrund. Das sieht schon mal gar nicht gut aus. Diese Fehlermeldung B200, die erscheint bei allen möglichen Pixma-Druckern. Einmal bei diesen ohne Display, bei Multifunktionsgeräten mit Kopierer oder auch bei Faxgeräten von Canon, die Pixma heißen, wird das hier oben im Display angezeigt. Der hat jetzt kein Display, aber bei euch kann es auch irgendwo im Display angezeigt werden. Dieses Fenster sagt jetzt hier, man soll den Netzstecker des Druckers ausstecken und sich dann an das Service Center wenden. Das ist natürlich schon mal keine gute Prognose. Auf der Homepage von Canon steht geschrieben bei der Fehlermeldung B200, man soll den Drucker ausschalten und gucken, ob da irgendwelche Fremdobjekte, wie zum Beispiel Büroklammern oder irgendwelches Styropor im Gerät sind. Das machen wir auch zuerst mal. Hier links kann man mal das Gerät untersuchen, aber da ist auch nichts zu finden. Und mal auf der anderen Seite schauen. Hier rechts ist auch alles okay, sieht zumindest okay aus. Kann man mal vorsichtig mit dem Schraubenzieher auf diesen Schwamm, auf diese Reinigungseinheit drücken. Die bewegt sich auch, da blockiert nichts. Und hier drüben sieht es auch okay aus, da sind keine Federn abgesprungen. Manchmal sind da Federn weg, die da drin rumliegen, oder man findet tatsächlich irgendwelche Fremdobjekte wie Büroklammern oder Bonbons oder Kugelschreiber oder ähnliches. Aber hier sieht das alles okay aus, der Druckkopf bewegt sich auch. Als nächstes mal die Patronen rausnehmen und den Druckkopf bei dem Gerät. Da kann man mal gucken, ob da irgendwas Auffälliges ist, aber das sieht auch alles okay aus. Da ist auch nichts abgebrochen oder ähnliches. Und wenn man sich den Kopf hier mal anschaut, kann man zuerst mal auf eine mechanische Beschädigung testen. Aber das sieht auch alles okay aus. Und hier im Druckkopf, da liegt auch nichts drin, der lässt sich auch bewegen. Der wackelt immer so ein bisschen, das ist aber normal. Und jetzt muss man mal weiterschauen. Ich habe jetzt mal absichtlich den Druckkopf hier weggelassen, also das Gerät mal ohne Druckkopf betreiben. Und dann kann man das mal einschalten und mal schauen, ob da die Fehlermeldung immer noch kommt oder ob eine andere kommt. Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass der Kopf sich jetzt ganz frei bewegt. Links, rechts gibt auch kein verdächtiges Geräusch, dass irgendwas kracht oder knackt. Und jetzt muss man mal gucken, was er da gleich sagt. Jetzt ist er fertig mit Initialisieren und wie man sieht, ist dieses orangene Geblinke weg jetzt. Es blinkt hier nur noch blau und der Druckkopf fährt in die Mitte. Diese Fehlermeldung B200 ist jetzt verschwunden hier auf dem Bildschirm unter Windows. Jetzt steht hier, man soll sich hier um den Druckkopf kümmern. Der würde fehlen und da ist wohl auch der Fehler und den gucken wir uns jetzt mal an. Das ist jetzt der Druckkopf. Der Druckkopf ist eine eigene Einheit. Den kann man rausnehmen hier bei diesen Modellen und reinigen. Viel mehr kann man aber auch da nicht mitmachen. Vielleicht ist er verstopft. Es kann natürlich auch sein, dass hier so viel Tinte irgendwo nebendran gelaufen ist, dass es vielleicht eine Art Kurzschluss gibt oder dass die Kontakte nicht mehr ganz einwandfrei sind hier. Und auf jeden Fall sollten wir den erstmal reinigen. Bei den Patronen hier kann man feststellen, die gelbe ist leer, die dunkle, die schwarze, die kleine ist leer. Da sind auch keine guten Voraussetzungen. Wenn die Patronen leer sind, hat der Druckkopf halt keine Tinte mehr und wenn man dann trotzdem mit Rot druckt und er braucht ein bisschen Gelb, kann sein, dass der Druckkopf da einen elektrischen Schaden von nimmt. Aber das Erste, was man machen kann und wahrscheinlich auch das Einzige, ist erstmal den Druckkopf reinigen. Den Kopf reinigen tue ich hier immer mit so einem Ultraschallreinigungsgerät. Das ist so ein handelsübliches 20-30 Euro Gerät. Da kommt Wasser rein, kaltes Leitungswasser reicht da vollkommen. Muss man nicht ganz voll machen, nur so, dass der Kopf, wenn er drin steht, ordentlich mit Wasser bedeckt ist. Und Klappe zu, kann man aber auch eigentlich auflassen jetzt mal zur Demo. Kann man vorne die Zeit einstellen, 90 Sekunden reichen vollkommen und dann auf Start.
Jetzt ist der erste Durchlauf fertig und wie man sieht, ist er schon eine Ecke sauberer. Mache ich einfach nochmal. Wer genau wissen will, wie das Reinigen von Druckkopfen mit Ultraschall geht, der kann sich gerne das andere Video von mir angucken. Da wird das nochmal im Detail erklärt. Der Link ist dann jetzt hier eingeblendet. Der Druckkopf ist jetzt sauber nach dem Ultraschallbad. Wie man sieht, hier ist wie neu. Keine Tinte, kein Schmutz mehr zu erkennen, auch keine Beschädigungen. Gut, die waren ja vorher auch nicht da. Hier diese Netze sind wieder einwandfrei und das Ganze ist einfach mal ein bisschen abgetrocknet. Wenn hier noch so ein bisschen Feuchtigkeit drin ist, ist jetzt nicht so schlimm, das ist nur im Plastik. Und dann kann man den mal hier reinsetzen. Vorher hatte ich noch die Kontakte mit ein bisschen Nitro hier sauber gemacht. Geht dann so, muss man natürlich auch vorsichtig sein. Und dann kann man hier nochmal über die Kontakte drüber gehen. Oder auch hier die Kontakte im Drucker, natürlich nur bei ausgeschaltetem Zustand. Aber hier ist nichts, also hier gibt es keine Probleme. Nach dem Einschalten blinkt er nicht mehr orange, sondern wie man hier sieht nur blau. Der Kopf fährt in die Mitte, das sieht schon mal besser aus als vorher. Patronen sind jetzt alle wieder drin, die leeren sind auch ausgetauscht gegen volle. Darauf sollte man immer achten, immer volle Patronen drin haben, nie leere, auch wenn man die Farbe nicht braucht. Hier blinkt es aber jetzt sofort wieder orange und die Fehlermeldung B200 ist wieder da. Also reinigen hat nur ein bisschen was gebracht. Irgendwo scheint der Druckkopf schon einen Defekt zu haben. Das ist jetzt ein zweiter Druckkopf aus einem anderen funktionierenden Gerät. Den kann ich jetzt mal hier ausprobieren. Das ist ein QY6-0080. So heißt das Gerät. Und da nehmen wir den kaputten mal raus hier. Und dann tue ich mal den in einem anderen Gerät funktionierenden rein. Und setze hier mal entsprechend die Patronen rein. Der Kopf sitzt jetzt drin, es blinkt auch nichts orange, das Licht leuchtet konstant blau. Und jetzt schicke ich mal eine Testseite an den Drucker und siehe da, das funktioniert auch. Ist wieder einwandfrei, alle Farben sind da, das geht. Fazit hier ist jetzt, der Druckkopf ist kaputt. Ein defekter Druckkopf kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr funktioniert, dass er nicht nur, wie man es hier gesehen hat, orange blinkt, sondern dass er auch teilweise gar nicht mehr einzuschalten geht. Es ist auch durchaus möglich, dass ein defekter Druckkopf, zwar selten, aber das passiert, die Elektronik des Druckers beschädigt. Also diesen würde ich auf keinen Fall weiterverwenden. Dieser Druckkopf ist jetzt aus einem anderen Gerät probeweise entnommen. Das Problem ist, wenn man die neu kauft, kosten die 80 Euro. Die Frage ist, ob sich das alles rechnet. Das muss natürlich jeder selber entscheiden für sein eigenes Gerät. Im schlechtesten Fall kann es aber auch sein, dass nicht nur der Druckkopf defekt ist, wie dieser jetzt hier, sondern auch noch die Elektronik. Das heißt, ihr kauft euch einen neuen Druckkopf, setzt den ein und der funktioniert auch nicht. Also das ist alles mit einem gewissen Wagnis verbunden. Da muss man für sich selbst entscheiden, was man da machen will, ob man das Risiko eingehen will. Aber wie man sieht, Druckköpfe gehen gern kaputt. Der ist wahrscheinlich so 3 Jahre alt. Ist nicht zu erkennen, reinigen hilft da auch nichts. Da hilft nur austauschen.